Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, geht es heute um mein Auto. Wenn ihr keine Autovideos mögt, dann drückt jetzt am besten gleich weg. Und wenn euch Autovideos gefallen, interessieren, dann könnt ihr sehr gerne dranbleiben. Denn wir wechseln heute bei meinem R35 die Bremsen, also die Standard Brembo Bremsen, die sind ja sehr gut. Wir haben hier unten auf dem Boden, können wir uns kurz anschauen, meine alte, also wir haben auf der einen Seite das schon gewechselt. Das ist die alte Scheibe, die ist eigentlich von der Dicke her okay noch. Der Grat an der Seite ist nicht so krass, also man hätte die noch weiterfahren können, aber man sieht, hier sind schon überall diese Risse drin bei den ganzen Löchern. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera einigermaßen, also man sieht auf jeden Fall, da sind schon so ein paar Risse drin, die auch nicht unbedingt bedenklich sind, laut Nissan, aber waren diese Scheiben bzw. die neuen im Angebot, die können wir mal kurz hier auspacken. Das sind die für hinten und hier haben wir die schöne Scheibe für vorne. Ja, ordentlich schwer das Teil, zweiteilig, wie man sehen kann. Und ja, die haben wir auf der einen Seite auf jeden Fall schon gewechselt. Hier die passenden Belege dazu. Das Ganze habe ich bei gekauft, also vorne und hinten das komplette Set. Mit allen Scheiben habe ich gezahlt ca. 1100, 1200 Euro im Angebot. Da kann man sich auch mal neue Scheiben gönnen und dann auch mal wechseln, wenn die schon so aussehen, bevor ich nämlich zur nächsten Inspektion fahre. Weil da kostet mich das nämlich ordentlich viel Geld bei Nissan. Und so, wir haben glücklicherweise hier eine Hebebühne. Wie ihr sehen könnt, auf der rechten Seite vorne haben wir das soweit schon fertig. Also wir haben die neue Scheibe drauf. Also die Scheibe hat übrigens keine Schraube hier zum Fixieren, falls ihr euch wundert, warum das locker ist. Also bei meinem A45 war zum Beispiel immer so eine Schraube dran. Ich dachte ja nicht, dass das hier auch so ist, aber gibt es beim GTR anscheinend nicht. Wird dann halt von der Felge fixiert, haben den Bremssattel abgemacht, haben dann die Beläge gewechselt, einfach die Stifte raus, diese Schrauben hier raus. Und ja, wir dachten am Anfang erst, weil diese Bremsleitung hier hinten starr ist beim R35, dass man das komplett rausschrauben muss und dann ja, die Bremsflüssigkeit ablassen muss. Aber glücklicherweise war das nicht der Fall. Wir haben es dann so abbekommen und wechseln die jetzt. Und wenn ich das gemacht habe, dann fahren wir einfach mal so ein bisschen in die Pampa bei mir. Also ich bin gerade im Süden von Deutschland bei meinen Eltern, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann reden wir so ein bisschen über das Reisbrennen. Das ist ja so ein Japan-Tuning-Treffen. Da war ich vor circa 2 Wochen, war das mittlerweile. Und da bin ich beim Viertelmeile-Rennen mitgefahren, da habe ich ein paar sehr coole Aufnahmen vom Cockpit und ja, das schauen wir uns dann gleich zusammen an. Wir haben jetzt mittlerweile die Bremsen fertig, also hintere Bremsen haben wir nicht gemacht, weil keine Bremsbeläge dafür, machen wir nächstes Mal. Jetzt haben wir noch das Problem hier hinten an meinem Diffusor, also der ist ja unten schön aus Carbon. Und hier ist diese Nackerdüse, sind die Nieten gebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass die Nieten da unten gebrochen sind. Auf jeden Fall hat man es halt krass gehört, dass es immer ordentlich gescheppert hat beim Fahren. Und deswegen jetzt erstmal kurz die Nieten hier aufbohren und dann nieten wir das Teil einfach neu rein. Na, gefällt Ihnen das?
So, ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen in die Natur geflüchtet. Also das ist hier ein Grundstück, das meinen Eltern gehört und hier ist es einfach schön ruhig, ein bisschen anders als in Berlin. Deswegen können wir hier ganz entspannt einfach so ein bisschen über das Reisbrennen sprechen, weil ich bin jetzt bei meinem ersten Viertelmeilenrennen mitgefahren und das war schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Also falls jemand das Reisbrennen nicht kennt, das ist eine Japan-Tuning-Veranstaltung, die ist einmal im Jahr am Lausitzring aktuell. Also das ist in der Nähe von Leipzig und ja, da kann man halt mit japanischen Autos oder halt asiatischer Herkunft kann man da teilnehmen am Viertelmeile-Rennen, was ich gemacht habe. Da gibt es natürlich noch viele andere Sachen, also ganz normal Ausstellungen, wo man sich dann japanische Autos anschauen kann. Es gibt Driftrennen, Time Attack wird da ausgetragen an dem Kurs. Also ist auf jeden Fall absolut empfehlenswert, geht insgesamt über 3 Tage. Wer sich für Autos interessiert und vielleicht aus dem Raum kommt, ich kann euch das nur empfehlen. Also ich war jetzt, glaube ich, das 4. Mal dort oder 3. Mal beim Reisbrennen und das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, ich habe mich dann für das Viertelmeile-Rennen angemeldet, schon vorab. Da wird man in Klassen unterteilt natürlich, damit es nicht ganz so unfair ist. Also es gibt dann Heck-, Front- und Allradantrieb. Ich war natürlich mit dem R35 GTR im Allrad-Ranking gelistet. Dann gab es erstmal Qualifikationsläufe. Qualifikationsläufe kann man auch einfach als Trainingsläufe sehen. Also da fährt man einfach innerhalb der 2 Stunden so 4, 5 Mal gegen irgendjemand zufällig. Kann auch mit Heck- oder Frontantrieb sein. Spielt da keine Rolle, das ist einfach nur, dass man da ein bisschen reinkommt, das Ampelsystem kennenlernt. Mit dem Ampelsystem hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Probleme, weil es eben so runterzählt mit Gelb und dann auf Grün umschwenkt und ich habe tatsächlich eine starke Rot-Grün-Sehschwäche und für mich Gelb und Grün zu unterscheiden in der Situation war gar nicht so einfach. Deswegen habe ich meine Starts auch teilweise so ein bisschen verkackt, vor allem den letzten. Zwischendurch ging es. Also mein erstes Rennen war gegen Toyota GT86. Das ist auch einfach ein sehr, sehr cooles Auto. Gegen den bin ich gefahren. Da bin ich beim Start sehr gut weggekommen. Das hat alles gepasst. Also war ich sehr schnell, hatte ich knapp eine 11,8er Zeit. Das war ganz ordentlich. Dann das zweite Rennen war gegen einen gelben Silvia S15. Gegen den Silvia S15 bin ich auch ebenfalls sehr gut weggekommen. Also das war ebenfalls ein sehr, sehr guter Lauf. Silvia S15 rechts aus Hamburg mit 670 PS. Der 35 GTR von dem Roman Hartung. Und dann ging es letztendlich zu den K.O.-Phasen. Mein erster Gegner in den K.O.-Läufen, also da wird dann einfach in den gleichen Klassen ausgetragen, also Allrad gegen Allrad zum Beispiel. Ich glaube, mein erster Gegner, das war ein grünes Auto, ich kann mich nicht richtig erinnern, ich glaube, das war ein WRX. Und der hatte auch Probleme beim Start, ist nicht richtig weggekommen. Also der hatte, glaube ich, eine 20er Zeit oder sowas. Also da irgendwas hat bei dem auf jeden Fall nicht gepasst. Das heißt, erste K.O.-Runde habe ich den quasi eliminiert, hat sehr gut funktioniert. Zweite K.O.-Runde bin ich gegen Kevin gefahren. Kevin, an dieser Stelle viele, viele Grüße an dich. Kevin kommt aus Österreich, fährt einen Nissan R34 GTR mit 900 PS. Also natürlich mit Haarschaltung hat er ein bisschen einen Nachteil, dafür hat er immens mehr Power. Was wirklich krass ist, was man auch merkt. Also er verliert natürlich in dem Schaltvorgang massiv Zeit, aber ja, das Auto ist einfach krass. R34 ist ein sehr, sehr schönes Auto, deswegen war es auch für mich keine Schande, dass ich gegen ihn verloren habe im K.O.-Rennen, weil ich auch im Start wirklich, ich habe den Start richtig hart verschlafen, das muss man ganz klar sagen. Schauen wir uns mal kurz an. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber das Beeindruckende war einfach, also man sieht da ganz klar,
er ist erstmal im Start richtig gut weggekommen, war weit vor mir und dann natürlich beim Schalten verliert er Zeit und mit Doppelkupplungsgetriebe vom R35 habe ich nochmal krass aufgeholt und das war wirklich wie bei Fast and Furious, also das Finishing kurz vor der Zielgeraden, das war keine halbe Autolänge, das war eher so die Motorhaubenlänge, die er vor mir war. Deswegen haben wir das auch beide richtig krass gefeiert. Also ich habe mich auch danach noch mit ihm unterhalten. Und ja, war sehr, sehr geil. Hat richtig krass viel Spaß gemacht, bei dem Rennen mitzufahren. Deswegen ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei. Dann auch ein bisschen mehr Leistung. Also er hat ja schon ein bisschen mehr Leistung, hat jetzt so um die 670 PS, also Downpipes gemacht, Einspritzdüsen, Y-Pipe, so das, ich sag mal, 0815 Standardprogramm, aber da sind eben die Turbolader bei dem R35 dann am Limit. Neue Turbolader könnte man machen, kommt man so auf 700 bis 750 PS. Aber dann macht einfach das Getriebe auch langsam ein Problem oder Strich durch die Rechnung. Das heißt, Getriebe überarbeiten ist dann angesagt und dann wird das Ganze auch relativ schnell teuer. Aber wenn, dann mache ich auch gleich einen größeren Schritt, dass man das alles gleich mitmacht. Weil jetzt einfach nur Turbolader ersetzen, da kostet mich das Upgrade wahrscheinlich auch so 9.000 € mit den ganzen Umbauten. Und dann, weiß ich nicht, 60, 70 PS mehr zu haben, ja, es ist nicht wirklich wert in meinen Augen. Deswegen dann lieber noch mal ein bisschen was drauflegen, Getriebe überarbeiten und dann schauen wir mal, was wir da nächstes Jahr rausholen können. Generell, ja, das war jetzt mal ein ganz anderes Video. Also ich interessiere mich halt privat auch extrem viel für Autos. Das war schon immer, also nicht schon immer. Ich habe die Leidenschaft auch relativ spät erst für mich entdeckt. Aber seitdem ich die Leidenschaft für mich entdeckt habe, investiere ich da auch sehr viel Zeit rein. Also so neben dem PC das einzige Hobby, das einzige, was ich in der Freizeit so mache. Deswegen wollte ich das einfach mal auch in einem Video mit euch so ein bisschen belabern. Wenn euch das gefällt, lasst mich das gerne wissen. Und wenn ihr alle sagt, ey, Roman, lasst das, wir wollen das hier nicht sehen, dann ist das auch okay. Dann lasst mich das wissen und dann gibt es keine Autovideos mehr. Also ich richte mich da ganz nach euch, was ihr sehen möchtet, aber dazu brauche ich natürlich euer Feedback. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Video.